Also meine Liebe, hier bin ich jetzt mit dem Handy unterwegs. Ähm, Ich wollte dich heute hauptsächlich deswegen treffen. Ich will dich aber nicht bedrängen oder wollte dich nicht bedrängen. Aber du bist mir gestern, also die ganze Nacht heute, bist du mir im Kopf rumgespukt und kurzum, ich bin total verknallt in dich. Und ich wollte dich heute auch was fragen. Ja, aber das hat jetzt erstmal Zeit. Klär das erstmal mit deinem momentanen Freund ab, was jetzt mit euch ist. Und dann bitte entschuldige, es ist jetzt extrem windig gerade. Ich hoffe, man versteht es halbwegs. Ich gehe jetzt bloß auf ins Küche mir Sandwiches holen. Und danach bin ich wieder auf meinem Weg. Aber du kannst mir jederzeit schreiben. Ich bin bestimmt 2 Stunden, 2,5 Stunden unterwegs. Und nachher dann, ja, kannst du mir auf jeden Fall schreiben. Ich höre es auf jeden Fall ab. Ich habe 100% Akku, das sollte reichen. Also, Punkt eins zunächst mal von wegen Stream und denunziert. Was meinst du denn damit jetzt bitte? Und eine Woche später, hä? Davon abgesehen, sie supportet mich? Hä? Hast du ihre Abos gesehen und hast du meine gesehen? Es läuft genau andersrum. Ich supporte sie, nicht sie mich. Sie kann mich überhaupt nicht supporten, dafür habe ich viel zu viele Abos. Ich habe dir damals von Anfang an gesagt, die Sachen, die im Internet auftauchen, die andere über mich sagen und so weiter und so fort. Du solltest da nie richtig davon ausgehen, was die sagen. Und du solltest nie davon ausgehen, was da passiert. Und das, was ich da sage oder mache, hat meistens nichts damit zu tun, was real ist. Das habe ich dir schon 100 Mal gesagt. Und real bin ich ganz anders als im Ding. Aber ich weiß nicht. Du wirst es vermutlich auch nie erfahren. Vermutlich willst du dich auch mit mir nie treffen, was weiß ich. Also mit anderen Worten, du willst kein neues Treffen ausmachen. Ich persönlich habe sowieso nicht damit gerechnet. Ach, übrigens, eine Sache solltest du dir vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen. Unabhängig davon, weil ich nicht glaube, dass das so ist. Aber sollte sie wirklich eine Haterin sein und du hast das Treffen für uns beide abgesagt, beziehungsweise gar nicht erst gemacht und mich dazu noch da verarscht, nur weil du die Nachrichten von ihr gelesen hast, ohne dass ich davon überhaupt wusste, dass es solche Nachrichten überhaupt gibt, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, und du nicht die Größe hattest, mich darauf anzusprechen, solltest du dir vielleicht Folgendes ins Gedächtnis rufen. Du hast unsere Beziehung wegen so einer Lüge aufs Spiel gesetzt, beziehungsweise hast mein Interesse, besser gesagt meine Zuneigung zu dir quasi in den Dreck geworfen. Nur weil du genau das gemacht hast, was ich dich gebeten hatte, nicht zu machen. Auf die Hater einzugehen und auf die Hater-Kommentare einzugehen. Ja, wer denn sonst? Na, was soll's, bringt mir eh nichts. Irgendwie habe ich sowas kommen sehen. Also pass mal auf. Die Kleine, wie du sie nennst, habe ich, auch wenn sie eine Haterin war, real getroffen. Etwa knapp eine Woche nachdem du mich verlassen oder besser gesagt verarscht hast. Und zwar brutalst. Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet, hatte eigentlich sogar, und das, ich finde es selber lächerlich und schäme mich selber dafür, hatte eigentlich gehofft, dass du im Laufe der Woche vielleicht so doch noch vielleicht überraschend auftauchst, um mich zu verarschen oder sonst was. Ich habe mir auch lange überlegt, wie unsere Woche gelaufen wäre, wenn du mich nicht verarscht hättest und gekommen wärst letzte Woche. Ja, ich habe mich in die Kleine verknallt. Zumindest kurzweilig. Und warum, weiß ich auch nicht. Aber ich habe da einfach gestern kaum ein Auge zugemacht und drüber nachgedacht. Gefühle für dich waren was ganz anderes. Die Gefühle für sie, mh, hört sich vielleicht jetzt dämlich an, aber die Gefühle für sie kamen mehr aus meinem Schwanz als die für dich. Und ich sag dir auch gerne warum. An die Kleine wäre ich ohnehin, selbst wenn sie mich nicht verarscht hätte, wäre ich an die Kleine nie rangekommen. Die ist und war und wird immer für mich unerreichbar sein. Das ist ein Topf ohne Deckel. An die Frau werde ich nie rankommen.
Einfach weil ich so aussehe. Lange Rede, kurzer Sinn. Die wollte sich sowieso nur an mir hochziehen. Das wusste ich aber auch von Anfang an. Und verknallt, naja, ich habe in dem Fall mehr mit meinem Schwanz gedacht, als ich sie bei dir getan habe. Folglich. Und nimm das für bare Münze oder nimm es als Lüge. Das ist dir überlassen und es geht mich einen Scheiß an. Die Gefühle, die ich für dich hatte, habe, ja, habe, die sind auf einer ganz anderen emotionalen Basis als die für sie. Die Gefühle, die ich für die hatte, kamen viel mehr aus meinem Schwanz. Sprich, ficken. Wie du mich kennst oder wie ich dir schon gesagt habe, nicht nur einmal, sondern mehrfach, aber für eine feste Beziehung, ich weiß nicht, ob da was daraus geworden wäre. Sex mit der Kleinen wäre sowieso nicht gegangen. Die hätte mich von vornherein nicht genommen. Das wusste ich auch so. Wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Geschichte kannst du mir so gar nicht anlasten. Du hast mich verlassen, nicht ich dich. Ich wollte mit dir zusammen sein. Habe auch sogar viel geplant gehabt für die Woche und alles. Wie auch immer. Naja, ich habe einfach mal ein paar Tweets gelesen. Ich habe momentan kein Internet und keinen Strom. Hätte ich Strom und Internet, hätte ich das viel früher rausgefunden. Toll. Und ich habe mich total verknallt in die Kleine. Und du hast mich ja auch sitzen lassen. Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich auch gleich aufhängen. Weil zum Sex werde ich garantiert nie kommen. Und zu einer Freundin, mit der ich zusammen sein kann, auch nicht. Ach übrigens, eine Sache ist mir vorhin noch eingefallen. Das Argument hätte ich schon längst bringen können. Und glaub mir, das Geld hätte ich, wenn ich wollte. Wenn ich wirklich nur Sex wollen würde, könnte ich im Puff gehen. Weil du immer sagtest, ja, du willst mich nur ficken. Ähm, Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich nur Sex wollte, könnte ich auch im Puff. Aber was ich will, ist auch Liebe, Zärtlichkeit. Eben all das, was ich im Puff nicht kriege. Und dein Wochenende ist versaut. Oh, das freut mich, dass dein Wochenende versaut ist. Meins ist ja natürlich spitze, klasse, die geilste Reinheit in Person. Und abgesehen davon, dass ich mich morgen mit dir treffen wollte, dass ich generell morgen einfach was machen wollte, dass ich morgen nach Nürnberg wollte und so weiter und so fort und bla und überhaupt. Kurzum, ich habe echt keinen Bock auf diese Scheiße. Mein Wochenende ist nicht nur versaut, sondern für mich ist mein ganzes Leben versaut. Aber freut mich, dass für dich das Wochenende versaut ist. Ein Wochenende. Ich wäre froh, wenn es bei mir nur ein Wochenende wäre. Bei mir ist es das ganze Leben. Gute Nacht. Warum musstest du mir das eigentlich antun? Der Kampf mit Tiger und Drache. Ich habe oft überlegt, wie der wohl ausgegangen wäre. Unabhängig vom Sex natürlich. Man muss ja nicht nur dabei an Sex denken, man kann ja auch andere Sachen machen. Das Vertrauen ist halt futsch, das ist dir klar. Und du hast wahrscheinlich auch keinerlei Interesse, irgendwas weiterhin zu machen. Ich sollte dich einfach blocken, dann habe ich mal Ruhe, dann kann ich mir einfach Aufhänger gehen.